Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen euch heute mit in den Stora Sjöfallet Nationalpark. Da gab es aber nicht nur was Schönes, sondern leider auch was Makaberes. Das zeigen wir euch im heutigen Video. Viel Spaß! Wir haben am Campingplatz nochmal komplett fair und entsorgt. Wir waren nochmal duschen alle beide. Wir haben unseren Wassertank aufgefüllt. Wir haben Müllentsorgung gemacht. Dann sind wir nochmal hier in die Ware in die Stadt gefahren. Haben für Hedi, der ist nämlich das Halsband kaputt gegangen, ein neues Halsband gekauft und gleich noch ein Geschirr, weil sie ihrem alten entwachsen war. Das war schon echt knapp. Und jetzt hat sie so ein ganz gemütliches, großes Geschirr. Das sitzt auch richtig gut. Haben nochmal Hundefutter gekauft, waren nochmal im ICA und waren Lebensmittel einkaufen, weil jetzt fahren wir in Richtung Stora Sjöfallet. Wir freuen uns übelst. Das Wetter spielt auch noch mit. Mal sehen, wie es im Fjell ist. Und wir wissen nicht, wie lange wir bleiben. Wir sind auf jeden Fall jetzt für mindestens eine Woche ausgerüstet. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Ihr könnt gerne mitkommen. Christian guckt mich an. Ja, das ist angenehm. Wir haben jetzt die E45 verlassen und fahren nach Westen ins große Naturschutzgebiet Laponia und in Richtung der Nationalparks, die daran angrenzen. Und es sind jetzt noch über 100 Kilometer, also richtig weit. Aber man kann halt da mit dem Auto hinfahren, weil es eben eine Straße gibt, die auch bis jetzt zumindest noch asphaltiert ist. Ganz am Ende dieser Straße liegt nämlich noch eine Ortschaft. Oft wird hier auch mit Hubschrauber, also werden die Touristen auch mit dem Hubschrauber dahin geflogen oder auch im Nationalpark irgendwo ausgesetzt. Da stehen hier auch überall Werbeplakate. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, das auch zu machen. Aber da wir ja sowieso hinfahren, ist es irgendwie ein bisschen witzlos, da mit dem Hubschrauber hinzufliegen irgendwie. Wenn man jetzt so richtig krass in den Nationalpark käme, wo man so gar nicht hinkommt sonst zu Fuß, dann wäre es noch was anderes. Aber soweit wir das jetzt recherchieren konnten, fliegen die Hubschrauber halt diese Orte an, von denen man aus dann weiter wandern muss. Und da fahren wir jetzt hoffentlich mit dem Auto auch hin. Und ja, schauen wir mal. Der Nationalpark Stora Sjöfallet liegt im Norden Schwedens, nahe der norwegischen Grenze. Er liegt im Siedlungsgebiet der indigenen Samen und gehört zum Laponia-Welterbe. Der Nationalpark Stora Sjöfallet wurde als einer der ersten Europas im Jahr 1909 gemeinsam mit 8 weiteren Nationalparks eröffnet und misst eine Fläche von knapp 1300 Quadratkilometern. Im gesamten Westen erhebt sich das Akka-Massiv, das auch als namensgebende Inspiration für die berühmte Gans Akka vom Kebnekaise aus Selma Lagerlöfs Jugendbuch Nils Holgersson diente. Das Akka-Massiv wird auch die Königin Lapplands genannt.
Guten Morgen. Wir sind wandern. Irgendwo da hinter uns steht unser Bus. Wir haben uns ausgerüstet mit unseren Angelrouten, haben ein bisschen Verpflegung und was man so braucht dabei. Das Wetter ist so durchwachsen, neblig, leichter Nieselregen, aber relativ mild. Wir haben uns trotzdem vorsichtshalber unsere Gummijacken angezogen, falls es doch noch mal richtig schüttet, dass wir wenigstens nicht so ganz nass werden. Und mal gucken, was der Tag bringt. Da hat es irgendjemand nicht geschafft. Ja, da ist irgendjemand auf der Strecke geblieben. Aber es ist auch echt ein bisschen wild hier. Und ja, man sieht es jetzt hier, da wo wir rumlaufen, das ist normalerweise Wasser. Hier wird an allen Ecken und Enden das Wasser gestaut. Das hier ist auch ein riesengroßer Stausee. Und da drüben am anderen Ufer, da sieht man, wie hoch der Wasserpegel normalerweise ist. Wir laufen auch jetzt hier quasi im Uferbereich rum. Genau. Und da hat jetzt die Ebbe sozusagen hier die Knochen freigegeben. Wir sind inzwischen wieder zurück am Bus. Ich habe gerade eine Runde Sport gemacht und war dann da drin. Es war saukalt. Also es hat schon so Kneipptherapie-Kälte gehabt. Es hat richtig gezwickt an den Armen und an den Beinen. Aber es war doch sehr belebend. Jetzt mache ich mich trocken, ziehe mir trockene, frische Sachen an und dann kuschel ich mich mit einem heißen Tee ins Bett. Wir haben jetzt gleich noch ein bisschen Schule zu machen, Mini und ich. Und ja, dann lassen wir den Tag hier ganz gemütlich ausklingen. Morgen, wenn das Wetter mitspielt, wollen wir zum Stora Sjöfallet wandern. Das ist aber nur eine kurze Wanderung. Wir wollten ja eigentlich schon gestern dahin, aber haben dann hier diese wunderschöne Stelle gefunden, mitten im Fjell und haben es hier so gut gefunden und so schön, dass wir heute einfach auch noch hier geblieben sind. Genau, unser Akku war alle, deswegen habe ich dann gar nicht mehr weiter gefilmt. Wir haben Feuer gemacht, bisschen Brot geröstet. Das war richtig, richtig schön. Und ja, jetzt ist es Abend geworden. Es wird ja hier sehr spät dunkel, aber wir machen jetzt Feierabend und nehmen euch dann morgen wieder mit. Bis dahin. Wir sind hier ganz in der Nähe des Stora Sjöfallet. Und zwar standen wir 2 Tage auf unserem Stellplatz. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil es so schön war. Haben ein bisschen geangelt, haben gebadet. Also ja, fast schon Eisbaden. Das war relativ kalt. Ich war ja gestern Abend auch nach dem Sport einmal drin und habe, also ich glaube, ich habe es euch gestern schon erzählt, es hat richtig gekniffen im Arm, wie bei so einer Kneipp-Badekur. Also es war schon echt mit Behaglichkeitsverlust auf jeden Fall, die Wassertemperatur. Aber wir sind gut in Übung. Wir sind nämlich in Griechenland auch den ganzen Winter über schnorcheln gegangen. Ich habe keinen Neoprenanzug, deswegen bin ich immer nur im Bikini gegangen. Und da hatte das Wasser auch teilweise so
schätzungsweise so 12, 13 Grad kältestens und war eigentlich nicht viel wärmer als 15 Grad so über den Winter. Deswegen ja, war jetzt seit einem Jahr auch nicht krank. Hoffentlich bleibt es so. Und ja, man fühlt sich hinterher auch so krass vitalisiert. Die ganze Haut kribbelt und ist rot. Also es kann nur gesund sein auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir uns da immer mal überwinden und reingehen. Wobei man sagen muss, die Schweden sind noch eine Spur krasser. Die setzen sich einfach eine Bommelmütze auf, oben rum und schwimmen dann 5 Minuten. Das schaffe ich jetzt nicht. Der Chrissy ist da auch, glaube ich, ein bisschen härter drauf. Die gehen richtig ins Eiswasser und schwimmen da rum. Da schaffe ich es gerade mal so ein paar Sekunden, mich einzudippen. Ja, mit Bommelmütze, ne? Da müssen wir erstmal eine besorgen. Dann geht das auch. Okay. Das ist ja klar. Okay. Ich stricke uns eine. Ich stricke uns jedem eine Bommelmütze. Ja! Wir fahren jetzt zur Wanderung zu dem Wasserfall, nachdem der Nationalpark Stora Sjöfallet benannt ist. Und das sind ungefähr 1,5 Kilometer die Wanderung. Ja, mal gucken, wie es da ist. Die Route vom Stellplatz zum Wasserfall führte uns an einem riesigen Rentiergehege vorbei. Wenn die Samen die Tiere im Fjell zusammentreiben, dann werden sie in solchen Gehegen gesammelt und je nach Anlass sortiert. Das wahre Ausmaß dieses Sammelplatzes wird erst aus der Luft so richtig deutlich. Wir sind jetzt hier am Start der Wanderung zum Wasserfall. Los geht's! Seinen Namen hat der Nationalpark von dem berühmten Wasserfall Stora Sjöfallet. Bevor der See Akajaura aufgestaut wurde, war der Stora Sjöfallet ein gigantisches Naturschauspiel, da ausschließlich über ihn die gesamte Niederschlagsmenge aus der westlich angrenzenden Region, aus Teilen vom Nationalpark Sarek und dem gesamten Gebiet bis an die norwegische Grenze entwässert wurde. Das ist ein richtig schöner Weg durchs Fjell bis jetzt. Grandios. Also man muss ein bisschen gut zu Fuß sein und relativ trittsicher, aber unsere Kleine, die ist 7 jetzt, die hat keine Probleme auf jeden Fall. Es ist nämlich so, dass durch die Stauung der Wasserfall viel kleiner ist als früher, also durch eine Staumauer. Beziehungsweise wird hier die Wasserkraft genutzt, um Strom zu erzeugen. Also hier sind Wasserkraftwerke und deswegen ist der Wasserfall nicht mehr ganz so groß. Und wir gucken ihn jetzt aber mal an. Heute wird das Wasser über ein technisch anspruchsvolles, unterirdisches und kilometerlanges Röhrensystem geleitet, das zur Energiegewinnung dient. Nur selten, zum Beispiel zur Schneeschmelze, erhöht sich die Abflussmenge am Stora Sjöfallet, sodass man erahnen kann, wie groß in früherer Zeit dieser Wasserfall gewesen sein muss. Es ist auf jeden Fall noch ein heftiger Wasserfall, muss man sagen.
So, jetzt geht's ab zurück. Also die Wanderung hat richtig Spaß gemacht. Jetzt noch der Rückweg. Aber man muss, wie gesagt, trittsicher und ganz gut zu Fuß sein. Dann geht das aber auf jeden Fall. Mini und ich, wir haben gerade noch mal die Wanderung Revue passieren lassen und wir sind der Auffassung, dass es wirklich eine richtig coole Wanderung ist, denn sie ist erstens relativ kurz, das heißt auch für kleinere Kinder schon zu schaffen mit in etwa so hin und zurück 3,5 Kilometern. Dann ist fast die ganze Strecke mit diesem sehr gut begehbaren Holzpfad ausgebaut. Was richtig cool ist, weil es hat so ein es macht so ein Balanciergefühl und das macht natürlich Kindern immer sehr viel Spaß. Das letzte Stück ist ein bisschen über Felsen, da muss ein bisschen geklettert werden, aber nicht zu anspruchsvoll, also das lässt sich ganz gut machen. Zumindest heute, als die Felsen trocken waren, ging es ohne Probleme. Wenn es nass ist, kann es vielleicht auch ein bisschen rutschen, deswegen auf jeden Fall ordentliche Schuhe anziehen. Ja, und am Ende wird man halt mit einer richtig coolen Sache belohnt, nämlich diesem Wasserfall. Also alles, was eine coole Wanderung braucht. Wir fahren jetzt noch ein Stück weiter wieder aus dem Nationalpark heraus zum Naturrum. Da freuen wir uns auch schon drauf. Da sind meistens auch immer sehr viele coole Sachen für Kinder geboten. Und ja, wir haben ein bisschen Hunger. Kleinen Snack werden wir auch irgendwie essen müssen. Und dann sind wir gespannt, was der restliche Tag noch bringt. Da steht Lorenzo und wartet fleißig. Es ist ziemlich windig, wahrscheinlich hört er mich gar nicht. Yep, schnell rein da. Nur, dass man mal einen Eindruck davon kriegt, wie groß das da wirklich war. Ne? Also jetzt ist hier gerade mal dieser kleine, dieser kleine Teil hier hinten ist noch da. Und das alles, was hier vorne ist, das ist jetzt komplett trocken. Also wir standen eben hier auf diesen Felsen. Da gibt es ein Foto von mir, wie ich auf dem Felsen sitze. Da wäre man gar nicht hingekommen, da lief hier das Wasser lang. Das ist schon gewaltig. Man sieht auch auf den Satellitenbildern, wenn man da guckt, dass das früher mal viel größer war. Ja, Stausee, ole. Wow. Man kann Rast machen. Übelst gemütlich. Komm. Oh, wow. Ui, cool. Wow. Das ist irgendwie auf jeden Fall nicht durch eine Maschine gezogen und abgerinnt. Also die Rinde ist nicht mehr von der Maschine abgemacht. Ja, ne? Das ist irgendwie mit so einem... Denke ich auch. Wahrscheinlich Also lass mal das traditionell Holz verfeuern gebaut. jetzt hier. Das ist gut. Wenn man im Spätsommer das ganze Holz verfeuert. Well, you know what they say. There are no kingdoms without love. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, start the race. We should be kings and queens. Was macht ihr hier? Wir gebeten worden, die Schuhe aus und nehmen ein paar Filzpantoffel. Ach, hier muss man die Schuhe ausziehen, okay. Unsere Kleine muss jetzt ein Bingo machen hier im Naturrum. Die Schweden sind ja, sie darf, die Schweden sind ja so kinderlieb und
Die haben da immer ein Programm für Kinder, das ist echt ein Traum. On our way up through them trees before we reach them tops. Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Well, you know what they say. So, hier in dem Zelt, wo wir waren, da wird hier der Fisch geräuchert. Also scheinbar ist das die Räucherkammer auf jeden Fall. So, so eine konnte ich gestern zum ersten Mal fangen. Die wird es heute wahrscheinlich zum Mittag geben. Was hier bräuchte ich für Susanne manchmal. Mal gucken, ob es das hier zu kaufen gibt. So, wie fandest du es? Sehr schön mal wieder. Das ist immer so liebevoll gemacht, viele Details, Informationen über die Region, damit es für Kinder nicht langweilig ist. Auch immer was für Kinder, so einen großen Spielbereich gab es mit Steckern und Ausmal. Ich habe unsere Ausmalbilder liegen lassen. Oh nein. Na, dann nochmal zurück. Unsere Kleine hat einen Lolli gefunden, also bekommen für die Sachen, die sie gefunden hat. Und ja, war schön, war echt schön, viel über Natur und war kurzweilig. Ja, jetzt düsen wir erstmal weiter. Das Naturraum war das letzte, was wir uns hier angeschaut haben. Es ist echt ein richtig schöner Nationalpark, absolut empfehlenswert. Hat richtig Spaß gemacht. Für uns geht die Reise jetzt weiter Richtung Norden. Wir sind auf dem Rückweg aus dem Stora Sjöfallet Nationalpark wieder zurück auf die E45 und weiter nach Norden. Unser Fazit: Es ist wunderschön hier und es gibt, also wir haben relativ viel von Schweden angeguckt, vergleichbare Natur, wirklich nur hier ganz oben im Norden. Selbst die Fjelle weiter südlich haben nicht so krasse schroffe Felsen wie hier, das ist schon echt beeindruckend und wird schon so langsam oder kriegt schon so langsam Norwegen-Charakter. Aber so ein kleiner Minuspunkt ist für uns, es ist ja Nationalpark und großes Naturschutzgebiet. Aber es läuft eine riesengroße Stromtrasse hier durch, weil Vattenfall hier sämtliche Seen staut. Der Stora Sjöfallet, der ist ja letztlich nur noch ein kleines Rinnsal im Vergleich zu seiner ursprünglichen und auch namensgebenden Größe, großer Seewasserfall. Das ist er auf jeden Fall heute nicht mehr. Er ist immer noch groß und immer noch beeindruckend, aber ja, er ist eben nicht das, was er mal war. Und wir haben irgendwie hier zu viel Stromzeug und Staudämme und Kabel und was weiß ich gesehen. Das hat uns ein bisschen gestört, aber ansonsten ist es ein wunderschöner Nationalpark, der sehr viel über die Samen und Samenkultur mitgibt. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Also einerseits kann man es auch verstehen, weil man möchte ja auch grüne Energie haben und Wasserkraft bietet sich da natürlich richtig gut an. Aber halt, ja, weiß nicht, am Rande eines Nationalparks oder in einem Nationalpark ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz war absolut beeindruckend. So, wir machen eine kleine Pause. Hier gibt es so einen kleinen Platz. Susanne, was haben wir hier gefunden? Skelette. 3 Elchskelette. Also mindestens 3 Schädel. Ja. Ja, scheinbar, ne? Ah, okay. Also entweder hier gibt es irgendwo eine Bärenhöhle oder hier werden die Knochen hingeschmissen.
Hier liegt auch Elchköttel. Ja, vielleicht wird hier viel geschossen und die Abfälle, Schlachtabfälle schmeißen sie dann hierher. Aber hinten, das sieht noch frisch aus. Ja, hier ist die Wirbelsäule noch rot. Ah, ist krass, wie groß das ist, ne? Wie groß hier die Wirbelsäule ist. Und hier liegt noch ein Kopf. Er ist noch so rötlich, ne? Aber man kann es schlecht sagen, wie lange das jetzt schon hier liegt. Stinkt nicht mehr. Also Ein Jahr wird es schon noch liegen. Vom letzten Jahr von der Jagd. Ja, Elchjagd ist ja erst ab 1. September, soweit ich weiß. Hier Mhm. liegt auch ein ganzes Fell. Guck mal, wie viel Fell an einem so ein Vieh dran ist. Wahnsinn, ey. Ach, hier liegt Fell. Ach, krass. Das ist alles Fell. Mhm. Wow. Die ist abgeschnitten, die sieht so abgeschnitten aus. Kann Melden die das also. dann Strähne für Strähne ab? Ich habe keine Da Ahnung. liegt auch noch ein Kopf, also ein Ist- Schädel. Nix für mich irgendwie. So, wir denken, dass da irgendwelche Schweden einfach ihre Schlachtabfälle nach dem Jagen hingebracht haben, beziehungsweise vielleicht zerlegen die ja auch die Elche an dem Platz hier. Ja, ist nun mal so, ist nicht so ein schöner Anblick, aber kann man nicht ändern, ne? Na gut, unsere Fahrt geht jetzt weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es für uns heißt Abisko Nationalpark. Wir fahren nämlich weiter nach Norden. Und wenn ihr Lust habt, schaltet gerne wieder ein. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr diesmal mit dabei wart und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Were we still talking about that? I guess it's much easier.